Die haben hier noch viel mehr entdeckt als wir. Die wussten auch hier von den The Fossilien. scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis III. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Ich glaube, wir sollten uns hier noch ein bisschen weiter umschauen in dieser Basis. Hier gibt es bestimmt noch mehr zu entdecken. Dorsalfin. Okay. Sieht aus wie ein Wal. Ein bisschen, ne? Sieht aus wie so ein langer Blauwal. Okay, ist aber nur ein sehr kleiner Blauwal. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities. Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Could guess her. In Okay. order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Okay, die Fische hatten ein Organ, um elektromagnetische Wellen aufzuspüren. Und um das zu entwickeln, müssen sie eine lange Zeit diesen Wellen bereits ausgesetzt gewesen sein. Ah, ein lebender Fisch. I could spend all day here if I could. Wir könnten den ganzen Tag hier I'm not verbringen. surprised, Doctor. So, jetzt weiß ich nur nicht genau, da geht's ja jetzt raus. Geht's hier auch raus? Still, Nee, noch mehr Nothing. Biolabore. Metal Deposits. Okay, das sind die Metallvorkommen, die sie da entdeckt haben. it looks like a geology lab. Karte der Metallvorkommen. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. Geologischer Abschnitt. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Prunkvolles Leben. Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? Supernova-Explosion. According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Die Regenerierung des Lebens. Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first, it developed quickly.
but then slowed down and declined. Because another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption, do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Der Verfall der Metalle. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Oh oh. Okay, also halten wir fest. Leben entstand. War auch okay. Es gab eine Supernova. Daraufhin hat sich wieder langsam Leben entwickelt. Dann kam dieser eisenhaltige Leben hier ins Spiel. Und dann ging das Leben weiter zurück. Und da traten auch diese Metallgerüste irgendwie auf. Ne? Hier steht noch was von Ringen. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. This base stands on the outer ring. Okay. The center of it is in... under the city. Huh. The one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us? Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Okay, also ich vermute, wir sind ja jetzt hier bei dieser Base. Ich vermute, wir müssen ins Zentrum von diesen komischen Strukturen. So, und dann haben wir doch hier eben noch die Sonde gelandet. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Okay, also da sieht die Basis eigentlich noch... Sieht halt neu aus, ne? Okay, dann haben sie irgendwas... Eine Tour mit dem Rover gemacht. Da sieht man hier irgendwie Bohrgerät oder so. Die Aufzeichnungen sind neu. Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't record much. Okay. So it's been flying only recently? Das ist unser Rover. Das heißt, die Sonde war noch nicht lange in der Luft. Das ist unsere Ankunft hier auf der Basis. Mit den Fotos. Okay, und ein Foto von der Basis selbst. Das hat uns also nicht wirklich weitergebracht hier mit der Sonde. Die Kisten können wir auch nicht öffnen. Da steht der Roboter rum. Der ist irgendwie eingefroren. Allianz-Roboter. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. N1? Okay. Okay, also hier kommen wir jetzt auch nicht irgendwie mit weiter. Da liegt eine alte Kamera.
kann man... Das ist eine Antenne oder sowas. Mal gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Nee. Hier können wir nichts mit anfangen. Okay. Folge dem Konvoi der Allianz. Field Base 2. Convoy Path. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Da geht nicht auf. So, warte mal. Ich gehe mal gerade nochmal hier rein. Ich will nur gucken, ob wir hier noch irgendetwas finden. Hier ist dieses Geologielabor. Aufgeschnittener Fisch, den haben wir gar nicht untersucht, ne? It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Okay, ja gut, das erklärt's. Gläser. No longer alive. Aber wir haben ja einen mitgenommen. Okay, ja, ist ja nicht schlimm. So, hier ist auch nichts mehr. Da geht's wieder raus. Und gucken, ob hier vielleicht noch irgendwie... Könnte ja sein, dass hier noch eine Notiz oder so irgendwie was rumliegt. Hier ist diese Feldbasis, die Karte. Genau, hier haben wir die Kamera mitgesteuert. Moving on. Still quiet. It's eerie. Das Ding hier kann man nicht benutzen oder sonst irgendwie was. Die Schränke gehen auch nicht auf. Die Tür geht nicht auf. Das ist irgendwie sehr merkwürdig, weil hier überall so... hier sind überall Steuersitze, ne? In den Dingern hier. Das ist irgendwie so ganz, ganz komisch irgendwie. Weiß nicht. Tut man sich echt schwer mit sich hier zurechtzufinden. Okay, das haben wir schon gelesen. Und hier müsste dann noch irgendwo der andere Bericht rumliegen, ne? Das geht nicht auf. Ja, genau, das Sterben der Sonne. Yasna? Everything's all right? Yes, yes. Und hier geht's hoch in diese Kuppel, ne? Okay. Ich glaube, wir sind hier durch das Ding. Ich glaube, wir sind hier durch. So, okay, dann schauen wir mal uns gerade hier das Ding an. Da ist diese Antenne. Jetzt haben wir noch ganz da hinten was. Ich weiß nicht, ob man hier reinkommt. Ob man hier irgendwie hochkommt. Weil wir können halt nicht springen. Also, ja, da sind wir ja schon drum rumgelaufen. Da kam man nicht weiter, ne? Ich will nur mal gerade da hinten rüber. Sofern wir da überhaupt hinkommen. Ach, This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Ich glaube, wir können... Ne, wir können nicht dahin. Ne? Wir können hier nicht außen rumfahren oder so irgendwie dahin laufen.
glaube auch nicht, dass man da hier lang kommt. Was ein riesen Bohrgerät, ne? Okay. Heißt, wir nehmen uns jetzt den Rover und fahren in Richtung des Konvois. So. Alles einsteigen. Nochmal kurz Karte checken. Konvoi-Pass. Folge dem My Konvoi. legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Okay. Achso, er ist noch an. Okay, gut. Erstmal gucken, dass wir hier irgendwie rumkommen. Mal gerade mal die Richtung checken. Wir müssen links rumfahren um das Ding. Halt. Ja, das sieht richtig aus. Okay, das da hat das Kraftfeld verursacht. Gehen wir mal gerade gucken, was das hier ist. One step at a time. Okay, aber kann man nichts mitmachen oder so. Kraftfeldgenerator oder so irgendwie was, ne? Da geht's irgendwie zurück, ne? Also wir müssen auf jeden Fall da lang. I'm leaving the base. Going after the convoy. Dann bin ich mal gespannt, ob da bei dem Konvoi noch irgendjemand ist. Oder ob wir da auch noch komplett alleine sind. Ach so, wir müssen links rum. Ja, probieren wir das mal. Dann fahren wir mal so rum, wie es auch auf der Karte steht. Die sieht aus, als wäre das ein gemachter Weg. What now? Sieht aus wie eine asphaltierte Straße, das hier. Okay, noch mehr Labore und ein riesiger Bagger. Ach, deswegen ist das auch hier so. Okay, das sind Baggerspuren das hier. Das ist ja krass. Convoy Path. Okay. I should move. Oh, there's no time. Aber wir müssen uns hier halt ein bisschen umschauen.
The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Ach, Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. kann das vielleicht sein, dass der ganze Planet künstlich ist? Dass der ganze Planet ein riesiges Metallskelett hat und Well, I've got to the dann place where they were digging. drumrum praktisch Erde aufgeschichtet wurde, dass daraus mal ein They set up a Planet huge entsteht? machine at the center. It must weigh thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Gives me the chills just knowing it's not far from here. Well, maybe you won't have to see it at all. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Ja, sie haben wirklich sehr, sehr große Maschinen. Okay. Ich dachte, hier könnte man gerade nicht weitergehen. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Könnte ein Teil von einem How far Roboter to that sein, ne? convoy? Oh, not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Okay. So, hier ist noch irgendwie so eine Forschungsstation. Two modules were placed nearby. The first one looks residential. Okay, hier hängt ein Zettel. Nichts drauf. Black Hole. Space Expeditions. Da geht nicht auf, okay. Gucken wir mal hier runter. So, da kann man hier in das The andere second one is a Modul. mobile laboratory. So, hier haben sie noch ein Labor. Skizzen der Struktur. They excavated a lot of different objects in terms of shape and size. I tried to arrange them somehow, to classify them. Were they successful? It looks promising. If they had spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts. Ich glaube noch nicht so wirklich, dass die Allianz hier einfach alles aufgegeben hat. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Irgendwas ganz anderes ist hier passiert. The structures include steel, as well as significant amounts of nickel and tungsten. Rust was found on the surface of most objects. The corrosion process was so far along in two metal objects that no attempt was made to categorize them. Samples of metal structures were submitted for testing to determine their approximate close-up of metal blocks. Er hat auf jeden Fall ganz schön viel geraucht hier, der Kollege.
I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. So, da haben sie auch schon so Metallstrukturen irgendwie ausgegraben da hinten. Also hier und hier irgendwie gelagert oder so. Ich glaube, die haben die hier in diese Container gepackt und dann versucht mitzunehmen. Ne? Hier steht auch noch so ein... Ja, hier haben sie auch welche ausgegraben von den Dingern. Okay, krass. So, das heißt, wir laufen jetzt nochmal zurück. Oben hin zum Rover und versuchen dann mal weiterzufahren. Digging Site A. Frage ist, was ist denn jetzt da oben noch? Also ist da oben auch noch irgendwie Nothing's was? changed, Astrogator. Understood. Da oben, da im Berg drin. Ist da jetzt auch noch was? Sollen wir da mal gerade hinfahren? Eigentlich müssten wir da lang. Aber wir könnten mal kurz da hochfahren und gucken, ob wir da irgendwie was entdecken. Also dieses Metallgerüst da, was ja überall ist, das muss ja irgendeinen Grund haben. Und so langsam werde ich das Gefühl nicht los, dass das ein künstlicher Planet ist. Dass man also eine riesige Metallstruktur gebaut hat. Mit, keine Ahnung, 20.000 Kilometer Radius, eine Kugel, eine Sphäre. Und da dann irgendwie ja, Material aufgeschichtet hat. Und daraus einen künstlichen Planeten gemacht hat. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Okay, hier geht's aber scheinbar nicht weiter oder so, ne? Oder doch? Mhm. Dann drehen wir mal hier um. Und fahren nochmal runter. Yasna? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Moment, warte. Sind wir hier richtig? Ja, sieht richtig aus, okay. So, und dann fahren wir jetzt runter und fahren dann hier nach links. Und dann hier nach oben. Ich würde ja gerne mal ein bisschen mit dem Bagger da ein bisschen Material abtragen. Könnte spaßig sein. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere.
Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Okay, wir schauen uns gleich mal in Ruhe um da oben. Beobachtungspunkt. Sollen wir da jetzt hin, oder was? Hab ich das so richtig verstanden? Plane deine Route zum Konvoi. Zielort des Konvois. Ja, okay, wir müssen ja nur weiterfahren, oder nicht? Wir müssen doch einfach nur geradeaus weiter. Also, ich würde sagen, wir... The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Ja, Well genau. then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Nebenfahrt. Okay. I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Yasna. Ein wenig Vorsicht kann nicht schaden. Nee, ich nehme direkt den Weg. Actually, I don't think it will make much difference. I'm heading straight to the convoy. Gib dich zum Zielort des Konvois. Okay, wir bleiben einfach hier unten auf der Straße und fahren schnurstracks in Richtung des Konvois. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Es kann sowieso nur falsch sein. Also, so Spiele, habe ich für mich festgestellt, bei denen man Entscheidungen trifft, ist es egal, welche Entscheidung du triffst. Sie ist meistens nicht wirklich gut für dich selber. Und zum anderen, du verpasst auf jeden Fall die andere Hälfte. Also, wenn ich jetzt links fahre, verpasse ich irgendwas, was passiert wäre, wenn ich rechts gefahren wäre. Wenn ich rechts fahre, verpasse ich irgendwas, was links gekommen wäre. Ja, also vor dieser Entscheidung steht man jedes Mal bei solchen Spielen.